Ray-Gun. Viele haben sich beim Auftritt von Australierin gefragt, was hat die an Olympia zu suchen? Promis haben sich über sie lustig gemacht und sie ist das Feindbild vom Internet geworden. Ich bin absolut enttäuscht mit dem Ausgang von Olympia und was da stattfand. Es war unter aller Sau. Nach Olympia die nächste Schlagzeile. Ray-Gun auf Platz 1 vor der Weltrangliste. Trotz ihrem fragwürdigen Auftritt in Paris. Aber das Problem ist nicht der Ray-Gun-Auftritt. Ich glaube, dass zumindest innerhalb der Szene jedem klar ist, dass der Verband nicht das Nonplusultra ist. Gemeint ist der Verband, der für Breaking an Olympia zuständig war, die World Dance Sport Federation. The governance was terrible. There was nepotism. In internen Dokumenten sehen wir, es geht um Macht, Intransparenz und undurchsichtige Geschäfte. Geschäfte, die am Schluss Athletinnen und Athleten darunter leiden. Ich muss auch sagen, dass die Kommunikation je nachdem recht blurry war. Was ist alles schiefgelaufen mit Breaking und Olympia? Genau das probieren wir herauszufinden. Es geht um einen Verband, der nie ein echtes Interesse an Breaking hatte und fragwürdig mit Geld umgeht. Zum Verstehen, wie es dazu gekommen ist, wenn wir zurück zu den Anfängen von Breaking. In den 1970er Jahren tobt auf der Straße in New York ein blutiger Bandenkrieg. Viele junge Afroamerikaner haben kaum eine Perspektive. Statt sich gegenseitig zu bekriegen, fangen die Breaker an, gegeneinander zu tanzen. Sie betteln sich. Daraus entsteht eine kulturelle Bewegung mit eigenen Werten. Peace, Love and Unity. Der Sprung von der Straße ins Rampenlicht passiert in den 80er Jahren. Breakdance, wie es die Außenstehenden nennen, wird trendig. Findet in Film und Fernsehen statt, wird Mainstream. Aus dem Sprung! Jetzt in den Wurm gehen! Das hat nicht mehr viel mit den Anfängen zu tun. Die echten Breaker und eben nicht Breakdancer bleiben underground. Y'all ready to party? Nach der Jahrtausendwende steigen Firmen wie zum Beispiel Red Bull ein. Sie vermarkten Breaking und organisieren Events, zum Beispiel das Red Bull BC1. Heute ist das eines der wichtigsten Battles, wo sich die Besten aus der ganzen Welt messen. Und Red Bull ist als Sponsor nicht mehr wegzudenken. Trotz solcher Shows und viel Geld haben Breakerinnen und Breaker keinen Verband, der alles vorschreibt und regelt. Das erste Mal an Olympia dabei war, ist Breaking an das Spiel 1984 in Los Angeles. Allerdings nur an der Abschlusszeremonie. Richtig dabei, als eigene Disziplin, erst letzten Sommer zu Paris. Mit der grossen Kelle angerührt. Eröffnung mit dem Snoop Dogg. Riesen Arena. Viel Publikum. Viele von den besten Breaker haben sich gebettelt. Aber über die hat niemand geredet. Der prägende Moment, der Auftritt von Ray-Gun. Die Olympia-Premiere hat glänzen. Was in Erinnerung bleibt, ist ein Shitstorm. Und das war es auch mit Olympia. In 4 Jahren allein wird man die Moves von Breaker wie da nicht mehr sehen. Dass Olympia überhaupt geklappt hat, hat mit ihnen da zu tun. Besser gesagt, mit ihrem Verband, der World Dance Sport Federation, kurz WDSF. Ihre Disziplinen, Bardance wie Standard und Latin. Der Verband wird von diesen da geführt und hat den Sitz in Lausanne. Und er hier, der Finanzchef und Vizepräsident Tony Tilleni, wird später noch wichtig. Wenn du dich jetzt fragst, was sind die da genau mit denen zu tun und wie passt das zusammen, das haben wir uns ehrlich gesagt auch gefragt. Das ist eine ziemlich schräge Story und da ist einiges schief gelaufen. Aber mehr zu dem ein bisschen später. Welcome to the DPC Wir sind am DPC Jam. Seit 10 Jahren gibt es das Event jeden Herbst dort in Zürich. Leute aus der ganzen Welt sind da. Für uns der perfekte Ort, um mit den Breakerinnen und Breaker über Olympia zu reden. Ja, weißt du jetzt da so anders als Olympia oder Olympia Qualifier Events? Es ist eigentlich recht viel anders. Also ich muss schon mal sagen, die Atmosphäre ist ganz anders aufgeleistet als bei diesen WDSF-Events.
Hier merkst du halt wirklich, dass hier werden wirklich die Werte, die für uns in der Culture wirklich wichtig sind, werden hier wirklich in den Vordergrund gestellt. Was sind das so für Werte? Die Werte sind sicher Peace, Love and Unity. Und ich finde, an diesen Events spürst du halt wie viel mehr, sagen wir mal, das Gemeinschaftsgefühl, dass jeder respektiert und dass das halt wie die Main-Atmosphäre bildet hier bei diesen Events, genau. Er hier, der Hero 10, hat auch zu Paris getanzt. Er ist mit gemischten Gefühlen zurückgekommen, auch weil Breaking schon wieder nicht mehr olympisch ist. I don't know, maybe in Paris it was first and the last. So I feel so like legendary, but in the same way so sad. So many people say this is because of Legan, but this is not, really not. Die krasse B-Boys, die hat man wie vergessen, sondern man hat einfach nur nach Dragon verarscht. So das Breaken an sich hat Olympia nicht gebraucht. Olympia hat das Breaken gebraucht. And it's so strange because breaking was born in America and they don't take it. I don't understand. Dass Breaking an den Spielen in LA nicht mehr dabei sein wird, finden viele schade. Ein Teil gibt der WDSF die Schuld. Ich merke schnell, die Breaker die sind unzufrieden mit dem Verband. Es ist irgendwie ein bisschen ernüchternd. Oder hinten wollen alle mit dir reden, alle wollen über die WDSF reden, alle haben Kritik anzubringen, sagen, wie es ist, dass es was falsch läuft, aber vor der Kamera wird nachher gleich irgendwie fast niemand reden. Offenbar fürchtet man da Konsequenzen, weiß auch nicht. Schade. Viele erzählen mir vom Qualifikationssystem. Das sei nicht durchdacht gewesen. Das sehe ich mir nur schon daran, dass Dragan nach Olympia auf Platz 1 der Weltrangliste gelandet ist. Einer steht gleich noch an und redet Klartext. Der OG Samson. Er coacht seit Jahren Breakerinnen und Breaker und beurteilt heute als Judge ihre Auftritte an dem Event. I think we need to change people from the top in WDSF because they are not thinking the same like we are. Nicht gleich denken und gerade die Führung vom Verband auswechseln. Es scheint einiges nicht okay zu sein zwischen den Breaker und der WDSF. Wir wollen mehr wissen, warum. Über Jahre hat die WDSF davon geträumt, mit ihren Bartanz bei Olympia mitzumachen. Klappt hat es aber nie. Um doch noch olympisch zu werden, hat die WDSF vor gut 10 Jahren einen IOC-Veteran mit guten Kontakten engagiert. Jean-Laurent Bourquin. Der Roman hat dem Verband klargemacht, Standardtanz, keine Chance. Wenn tanzen, dann Breaking. Etwas, das ein jüngeres Publikum interessiert. Wegen seiner Idee haben die und die zusammenarbeiten. Aber was braucht es, dass eine Sportart vom IOC anerkannt wird und kann olympisch werden? Es braucht eben einen Verband, der die Regeln festlegt und alles organisiert. Breaking hat aber nie so einen offiziellen Verband gehabt. Der einzige Verband, der Tanzsport offiziell olympisch vertreten darf, ist die WDSF. Also ohne Welttanzsportverband kein Olympia, weder für Breaking noch für irgendeine andere Tanzsportart. Und jetzt wird es spannend. In mehreren Sitzungsprotokollen sieht man, Breaking, das hat nicht allen in der WDSF gepasst. Die Investitionen ins Breaking sind für nichts. Für das Olympiaprojekt hat der Verband für seine Verhältnisse sehr viel Geld ausgeben. Viele Bartänzer wollten nicht so eine riesige Summe in eine Disziplin stecken, die vorher nie etwas mit dem Verband zu tun hatte. Und auch auf der Breaking-Seite hat es Protest gegeben. Sie haben eine Petition mit über 2000 Unterschriften beim IOC deponiert und gefordert, dass das IOC nicht mehr mit der WDSF zusammenarbeitet. Die Kritik, der Verband will Breaking nur ausnutzen, um endlich einen Fuß bei Olympia in die Türe zu bekommen. Nicht die besten Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Er, der in diesem uralten Video aus den 90ern tanzt, ist der Nils Robitzky, auch bekannt als Storm. Im Breaking ist er eine Legende. Wir treffen ihn an einem Workshop in Deutschland, wo er unterrichtet. Heute ist er immer noch eine wichtige Figur in dieser Szene. 6, 7, 8, 1, 2. So now we're here. Got it? Er hat mit dem Welttanzsportverband zusammengearbeitet. Warum? Also erstmal fand ich es eine gute Idee, dass Breaking zu Olympia kommt. Und dann kam halt die WDSF und die wusste nichts. Die hatte keine Ahnung von dem, was passiert. Und da ist ganz klar, dass eben auch vom IOC die Auflage kam, dass sie natürlich mit der Breaking Community das ganze Ding entstehen lassen sollte. Und das war am Anfang was
eigentlich ein sehr schönes Projekt. Es hat Spaß gemacht. Vor Paris hat Breaking eine Art Testlauf gehabt. Die Olympischen Jugendspiele zu Buenos Aires 2018. Dort haben alle gemerkt, das schlägt auf Social Media ein, das kann man vermarkten, mit dem kann man ein junges Publikum erreichen. Dieser Erfolg hat Paris möglich gemacht. Nach dem Jugendspiel hat beim WDSF ein neuer Präsident übernommen. Congratulations to the new WDSF President, Mr. Chante from Singapore. Er hat lange in Singapur eine Schule für Partons gehabt und auch im Verband mischt er schon seit Jahren oben mit. Er hat mit Breaking nicht viel am Hut. Das zeigt sich in dem E-Mail. Der neue Präsident Chante schreibt an die Führungsspitze. Es geht um die Zukunft von Breaking, da steht es eindeutig. Er wird Breaking nur brauchen, um Standardtanz und Latin olympisch zu machen. Außerdem soll es nicht zu viel Geld kosten und WDSF will die Disziplin von den Händen von anderen beschützen. Sprich, sie wollen Breaking kontrollieren und darüber bestimmen. Und wenn man das mit dem Geld genauer anschaut, wird sie das erste Mal auffällig. Die WDSF hat über Jahre Geld verloren. Sie haben mit dem Jugendspiel 2018 tatsächlich viel für Breaking ausgegeben und wegen Corona nichts mit Events verdient. 2020 ist der Verband am finanziellen Tiefpunkt. Eine mögliche Quelle, um die Entwicklung von Breaking trotzdem zu finanzieren, die Firmen, die seit Jahren Geld in den Sport pumpen, grosse Events auf die Beine stellen und sich in Szenen ausbreiten. Player wie Red Bull. Mit denen hat WDSF lange über einen Deal verhandelt, um bei Events zusammenzuarbeiten. Plötzlich hat der Verband ihn überraschend platzen. Das hat intern viel zu reden gegeben. Einer der Gründe, WDSF hat nicht akzeptieren, dass sie von Red Bull kein Geld direkt hätten bekommen. Das sagt der Finanzchef. Er verkauft sogar als Chance. So gäbe es Platz für andere internationale Sponsoren für Paris. So ein wichtiger Deal. Und WDSF lässt ihn einfach platzen. Wir fragen uns, wie ernst ist es ihnen mit Breaking wirklich gewesen? Die WDSF schreibt uns dazu. Red Bull hat eigene Wettbewerbe und sponsere Athleten und sei eine kommerzielle Organisation. Bei Breaking für Olympia haben sie zu viel Einfluss und Kontrolle nehmen. Und darum hat der Tanzsportverband, um seine Unabhängigkeit zu bewahren, lieber direkt mit dem IOC zusammengearbeitet. Zum E-Mail vom Präsidenten schreiben sie, mit dem wollten sie die Sorgen im Verband zerstreuen, dass Standard und Latin unter den Ausgaben für Breaking leiden. Und das ist noch nicht alles. In Montpellier 2022, an einem Event, das die WDSF durchführt, wird es noch schlimmer. Zu der Zeit sollte ich die Veranstaltung überwachen, gucken, ob das mit dem Judging alles richtig gut funktioniert und so weiter. Ich komme zur Veranstaltung und bei 40 Grad im Schatten sieht man eine Bühne, die keine Überdachung hatte, mit schwarzem Tanzboden. Alle haben sich beschwert über die Zustände. Das war ja nicht das Einzige. Es gab keine vernünftige Warm-up-Area, die Toiletten waren zu weit weg. Es war die Hölle. Also, dass sich da keiner großartig verletzt hat, ist eigentlich ein Wunder. So und so habe ich dann nach der Competition eine große Liste geschrieben mit Sachen, die verändert werden müssen, um überhaupt zusammen weiterarbeiten zu können. Aus der Liste sind mehrere Briefe geworden, die die Breaker ans WDSF-Präsidium geschickt haben. Oder Kevin Gopi, auch bekannt als DJ Renegade, war dort dabei und hat mit dem Storm von Anfang an mitgearbeitet. My name's DJ Renegade from London, UK. I've been on the breaking scene since 1983. What exactly happened that you guys felt the need to write this letter? There was no movement. There was no real movement. Like, there was these kind of like promises of getting more autonomy within the organization, and we were actually losing autonomy, right? So in the WDSF, they have this presidium, and there were no breaking voices on there whatsoever. And moving towards the Olympics, there should have been some representation from our side, you know? But I also feel that we should have a voice equal to the WDSF as we are the culture. We shouldn't be told what to do by the WDSF, especially if it works against breaking's better interests. Die Breaker wollten mehr mitbestimmen und einen Sitz im Präsidium gefordert. Tatsächlich haben sie den Sitz kurz darauf auch bekommen, aber wie das gelaufen ist, ist richtig schräg. Die Briefe mit Forderungen und Kritik an das WDSF-Präsidium haben alle Breaker, die mit ihnen zusammengeschafft haben, unterschrieben. Ausser einen, der B-Boy Bojin. Und ausgerechnet der ist ins Präsidium gekommen. Aber nicht etwa durch eine Wahl wie die anderen Mitglieder, das Präsidium hat ihn einfach selber bestimmt.
Wenn du jetzt denkst, ein Präsidium, das einfach ein Mitglied selber bestimmt, genau so, wirkt auf mich nicht besonders demokratisch. Der Bojin schreibt uns, dass gewisse Breaker Verständnis hatten, dass er den Brief nicht unterschrieben hat. Zu seinem Job im Präsidium äußert er sich aber nicht. Und es geht noch weiter. Das sieht man in den Statuten des Verband. Die hat das Präsidium so ändern, dass sie den Breaking-Vertreter jederzeit austauschen oder ganz loswerden. Die Herren der WDSF wurden zu den mächtigsten Leuten in der Breaking-Welt und die Breaker hatten nichts mehr zu sagen. Das war's. All of a sudden we weren't getting booked for judging roles anymore. You know, the people that came up with the system weren't being booked for judging roles anymore, right? It's hilarious. Viele Leute, die wir mit ihnen geredet haben, bestätigen das. Kritiker sind von WDSF einfach ausgeschlossen worden, andere haben freiwillig aufgehört. Wir hätten gerne mit dem Präsidenten oder dem Finanzchef ein Interview vor der Kamera geführt. WDSF hat unsere Fragen aber nur schriftlich beantworten. Die WDSF bestreitet, dass sie Kritiker ausgeschlossen haben. Es hat nur ganz wenige Breaker gegeben, die ausgerufen haben und sich nicht an die demokratischen Strukturen halten wollten. Die sich jetzt beschweren, sind mehrfach eingeladen worden, mitzuarbeiten. Vom Event in Montpellier hat man daraus gelernt. Ein Jahr später, 2023, sei es dort schon besser abgelaufen. Ein paar Breaker haben trotzdem weiter mit der WDSF zusammengearbeitet. Von denen, die das Projekt aber entworfen haben und die wesentliche Arbeit gemacht haben, ist 2 Jahre vor Paris niemand mehr übrig gewesen. Er, der hier tanzt, der Moa, ist einer der besten Breaker in der Schweiz. Trotzdem hat er sich nicht für Olympia qualifizieren. Die ganze Qualifikation sei es hin und her gewesen. Das sieht man am Regelwerk mit den Bewertungskriterien. Das hat innerhalb von nur 2 Jahren 6 Mal geändert. Häufig sind diese Änderungen kurz vor Wettkämpfen passiert und WDSF hat mich gar nicht darüber informiert. Vor allem in der Anfangszeit, ich muss sagen, ist für uns natürlich mühsam gewesen, sich immer neu darauf zu einstellen. Aber halt intern im Kader und halt auch unter den anderen Mitathleten, die man halt an diesen Competitions teilnimmt, ist es halt wie schon immer ein Thema gewesen, also hey, dort und dort komme ich nicht so draus. Verstehst du es vielleicht? Und du bist dann selber auch wie alle. Nein, ich verstehe es auch nicht zu 100%, aber wir machen wie das Beste daraus. Trotzdem war es nicht einfach gewesen. Ich habe das Gefühl, sicher auf dem Weg bis zur Olympiade hat es recht viele Hürden gehabt, die man musste überwinden. Ich glaube, als Community und auch von der Organisation, die das eingefädelt hat. Hürden im Sinne von? Hürden, was zum Beispiel Infrastruktur angeht, zum Beispiel wie man die Events hat organisiert, wie man halt das Ganze aufgeleistet hat, ist halt, hat man halt wie gemerkt, dass halt dort wie noch Wissen fehlt, damit wirklich alles wirklich fluid hat können laufen. Das hat sich auch in den Qualifikationen gezeigt. Dort hat WDSF teils Punkte falsch zusammengezählt. So sind Breaker nicht weitergekommen, die eigentlich hätten weiterkommen. Wir wissen von einer offiziellen Beschwerde dazu, die WDSF nicht mal beantwortet hat. Uns schreiben sie, dynamische Anpassungen im Regelwerk seien nötig, weil es eine Herausforderung war, eine neue Sportart olympisch zu machen. Die Änderungen haben wir in Absprache mit der Breaking-Community gemacht. Hey, Janik, freut mich. Hallo. Jilou ist eine der besten und bekanntesten Breakerinnen. Sie kommt aus Deutschland und ist eine der wenigen, die den Verband öffentlich kritisiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht erlauben, dass sich der Verband Breaking aneignet, übernimmt, weil am Ende, wenn der Welttanzsportverband Breaking weiterhin übernimmt, dann werden immer andere Menschen über uns Entscheidungen treffen, die von unserer Kultur gar keine Ahnung haben und unsere Werte jetzt auch nicht unbedingt vertreten. Solange der Welttanzsportverband nicht alle Entscheidungen komplett Breaking überlässt, dann so lange brauchen wir einfach unseren eigenen Verband. Was wir mitnehmen: Die Breaker sind unzufrieden mit der WDSF. Für den Verband hingegen scheint sich Breaking gelohnt zu haben, zumindest finanziell. Zur Erinnerung: 2020 war der Verband am finanziellen Tiefpunkt. Der Präsident Sean Tay hat klar gesagt, Breaking darf nicht zu viel kosten. Und in den Jahresbericht fällt auf, nach dem Platz der Red Bull Deal hat WDSF für Breaking keinen einzigen Sponsoring-Vertrag abgeschlossen. Was aber dafür reingekommen ist, Geld vom IOC. Ab 2021 hat WDSF vom IOC Jahr für Jahr immer mehr Geld bekommen.
Budgetiert sind insgesamt 3,9 Millionen. Mit diesem Geld hätte die WDSF vor allem Breaking fördern. Was auffällt: in der gleichen Zeit sind ihre Geldreserven, also Cash, um fast 2 Millionen gewachsen. Das der Kontostand vor Paris. Hat der Finanzchef das Geld einfach parkiert? Das kann vielleicht seine Gründe haben. Aber Fakt ist, auf der anderen Seite hatte es nie genug Geld für Breaking in der WDSF gehabt. Man musste sparen. Das sagen uns viele Leute, die in das Projekt involviert waren. Ich sag mal, wenn wir hier von Zahlen sprechen, dann muss uns bewusst sein, wie viel Geld man tatsächlich in die Hand nehmen muss, um tatsächlich eine faire Ausscheidung und eine faire Struktur zu schaffen, sodass dann auch die Breaker fair behandelt werden und am Schluss die richtigen Leute bei Olympia sind. Mhm. Und das hat so dann halt eben nicht stattgefunden, leider. Die WDSF sagt, sie engagieren sich für alle Tanzsportdisziplinen. Die Finanzstrategie sei nach der IOC-Richtlinie ausgerichtet. Das IOC-Geld sei sorgfältig eingesetzt worden. Und nicht nur für unmittelbare Projekte, sondern auch für zukünftige, nach Paris 2024. Die WDSF betont, sie hätten nie Geld für Breaking zurückgehalten und würden weiterhin ausgeben, was das Budget erlaube. Während so wirkt, als wäre bei den Breaker jeder Franken umgedreht worden, ist die Verbandsspitze an anderen Orten deutlich spendabler gewesen. Zum Beispiel beim Lohn vom Geschäftsführer zu Lausanne. Wir finden heraus, der hat sich von 91'000 Franken in kürzester Zeit fast verdoppelt auf 175'000 Franken pro Jahr. Der Lohn ist vergleichbar mit dem von Führungskräften von anderen internationalen Verbänden. Sie haben den Lohn wegen seinem Umzug in die Schweiz angepasst und die Erhöhung sei voll und ganz verdient. Oder auch ein sogenannter Safeguarding Officer. Das ist eine Person, bei der sich die Athletinnen und Athleten melden können, wenn sie zum Beispiel Gewalt oder sexuelle Übergriffe erleben. Das IOC hat diese Stelle im Hinblick auf Olympia vorgeschrieben. Das Präsidium hat diese Stelle aber nicht etwa ausgeschrieben, sondern einfach die Tochter vom Präsidenten angestellt. Natürlich nicht gratis. Wie das genau gelaufen ist, schwierig zu sagen. Ein Protokoll zu dem Ganzen gibt es nämlich nicht. Und Transparenz, das fällt am sogenannten Managing Committee. Dort sind auch der Präsident und der Finanzchef drin. Das ist das mächtigste Gremium. Und die haben schon seit 3 Jahren kein Protokoll mehr veröffentlicht. Die aktuelle Verbandsführung hat wesentliche Schritte unternommen, um Transparenz zu verbessern. Zum Job der Präsidententochter sagen sie, die ehemalige Spitzensportlerin und Trainerin mit einem Master in Psychologie sei dafür top qualifiziert. Der Vater sei bei der Anstellung nicht involviert gewesen. Außerdem haben sie das IOC darüber informiert. Und was sagt eigentlich das Internationale Olympische Komitee zu dem allem? The World Dance Sport Federation has done an outstanding job in building breaking, building an Olympic qualification process, reaching out to the breaking community and involving them in all of the Olympic pathway towards Paris. Das Video ist aus einer Pressekonferenz noch vor Paris. Dann ist gerade klar geworden, dass Breaking nicht an Olympia 2028 in LA wird sein. Aber das IOC hat in einer Videobotschaft im Oktober nochmal nachgelegt. This is why I would like to thank the World Dance Sport Federation for being such a reliable partner in spreading the Olympic spirit around the world. They signed it off. If the IOC think the WSF did a great job, I worry about the IOC. The governance was terrible. There was nepotism, and you think that's a good job. Well, I'm watching you now. Die WDSF weist die Vorwürfe zurück und verweist auf ihre transparenten Verbandsstrukturen. Wie kommt es zu diesen fundamentalen Unterschieden, wie die WDSF von Breakerinnen und vom IOC wahrgenommen wird? Wir haben nachgefragt. Das IOC bleibt dabei. Breaking hat eine neue Energie und einen urbanen Vibe nach Paris gebracht. Die WDSF hat einen grossartigen Job gemacht. Aber viele aus der Community sind enttäuscht. In Erinnerung bleibt Reagan. What I cared about was us being represented properly. Most people think that breaking's a job, you know, and that lays directly at the feet of the WDSF. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, es war ein Fehler, mit der WDSF zusammenzuarbeiten? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war es ein Fehler. Bist du enttäuscht? Ich bin absolut enttäuscht. Also mit dem Ausgang von Olympia und was da stattfand, bin ich absolut enttäuscht. Ja. Also ich finde, es war unter aller Sau. Man darf nicht vergessen, wie viel Zeit ich aufgewendet habe, um das ganze Ding überhaupt in Gange zu bringen. Hinter dem ganzen Reagan-Shitstorm steckt also mehr. Was wir herausgefunden haben, wirft die Frage auf, ist das Geld vom IOC wirklich voll und ganz dazu gebraucht worden, Breaking als Disziplin zu entwickeln?
Wir haben zudem gesehen, es gibt eine Verbandsspitze, die intransparent ist, vorgibt, Breakerinnen und Breaker zu involvieren, aber kritische Stimmen mit fragwürdigen Mitteln zum Schweigen bringt. Ausbaden müssen am Schluss die Athletinnen und Athleten. Wir haben auch zu anderen Sportarten recherchiert und aufgezeigt, wie sich Fehlverhalten in Sportverbänden negativ auf die Athletinnen und Athleten auswirkt. Eine so eine Recherche ist hier verlinkt. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann folge jetzt unserem Kanal.